Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mit einer frisch gepressten Sendung gehen wir heute wieder an den Start. Mein Name ist Lars Korsten und Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, ist Swiss-Piloten verhandeln weiter mit neuem Tarifvertrag. Dann amerikanische Fluggesellschaften fangen an, schon nach Staatshilfen zu fragen. Weiter geht es mit Emirates, die plant eine First Class mit einem eigenen Badezimmer. Residence, kennen wir ja schon, aber anders halt. Und in den USA gibt es eine neue Regel bei American Airlines, wenn es um Powerbanks geht. Sie müssen nämlich immer sichtbar sein. Ihr denkt wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke dran zu aktivieren, damit ihr bei jeder neuen Sendung Bescheid wisst und natürlich auch aufs School zu kommen und die Themen zu diskutieren. Ja, der massive Anstieg der Kerosinpreise durch geopolitische Spannungen bringt ja insbesondere die Low-Cost-Carrier in Schwulitäten. Während große Airlines Preise erhöhen, fordern Low-Cost-Carrier staatliche Unterstützung. Kerosinpreis hat sich in den USA auch mehr als verdoppelt, nicht nur bei uns. Große Airlines erhöhen die Ticketpreise um 15 bis 20%. Low-Cost-Carrier fordern 2,5 Milliarden US-Dollar Staatshilfe. Frontier Airlines und Avelo beteiligt. Spirit Airlines ist ja immer noch im Chapter 11 und ist auch mehr tot als lebendig. Der Staat könnte somit 90% der Anteile von Spirit Airlines überleben. United, Delta Airlines, American Airlines ohne klare Prognose. Und die US Airlines haben ja kaum Fuel Hedging gemacht. Lufthansa hat das ja sehr gut gemacht. Und ganz wichtig, auch Ryanair macht Fuel Hedging, damit sie wissen, wie sie kalkulieren. Ja, die Kostenexplosion ist natürlich ein Problem bei diesen Low-Margin-Airline, die halt nur in einer gewissen Bandbreite operieren und profitabel sind, haben natürlich darunter richtig zu leiden. Und die steigenden Ticketpreise sind für uns als Passagiere natürlich ein Riesenproblem, weil wir natürlich mehr Kosten haben. Und es gibt dann durch die schwachen Airlines auch weniger Wettbewerb. Und die Frage ist halt, ist so eine Rettung von Airlines staatlich sinnvoll? Bei Lufthansa haben wir es ja gesehen, da waren ja 9 Milliarden sogar. Und die hat der Staat dann auch nochmal zurückbekommen, ganz wichtig, schneller. Und der Staat hat Gewinn gemacht mit den Aktien, die man damals billig gekauft hat und dann wieder verkauft hat. Haben die US Airlines beim Hedging versagt? Ist das Hedging eigentlich etwas, was man bei Fluggesellschaften sagen muss, das müsst ihr machen? Auf der einen Seite hat keiner was davon, wenn die jetzt anfangen zu hedgen fürs nächste Jahr und die Preise bleiben hoch. Okay, cool. Aber wenn sie hedgen jetzt und nächstes Jahr gehen die Preise runter, dann hast du halt mit Zitronen gehandelt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Auch in den USA wird es eine Konsolidierungswelle geben. Spirit sucht ja nach Käufern. Und wie stark die Ticketpreise wirklich steigen, weiß man noch gar nicht, weil der ganze Konflikt ja anscheinend gerade erst gefühlt losgeht. Ich hoffe, dass das schnell an der Straße von Hormuz sich in einem Wasser bewegt, um im wahrsten Wortsinne beim Spiel zu bleiben, was dann wieder ruhige Gewässer sind. Ja, man kann halt sagen, dass die US Airlines ja sehr stark anfällig sind für externe Schocks, wie alle anderen Fluggesellschaften weltweit auch. Und gerade die Low-Cost-Carrier wesentlich mehr betroffen sind als die Fluggesellschaften, die sogenannte Legacy-Carrier sind. Wichtig ist natürlich auch, dass wir aufpassen, dass es keine Marktbereinigung zu unserem Nachteil gibt. Weil wenn die Fluggesellschaften verschwinden, langfristig werden die Preise monopolistisch beziehungsweise ein Oligopol irgendwas, ihr wisst, was ich meine. Und natürlich auch der Staat hat hier wieder eine stärkere Rolle in den USA. Frage des Tages ist hier, sollten Fluggesellschaften überhaupt staatlich gerettet werden? Viele haben den Tarifvertrag der Schweizer vergessen, so ich auch. Aber die Schweizer Piloten von der Swiss International Airlines fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Planbarkeit. Grund sind natürlich die hohen Belastungen und der Personalmangel. Der Tarifvertrag von 2023 läuft bis Ende 2026. Gewerkschaft Aeropairs fordert bessere Work-Life-Balance, mehr Einfluss auf Dienstpläne und man kritisiert natürlich die nicht eingehaltenen Vereinbarungen. Und Flugstreicherungen und Wetlease-Einsätze kommt dadurch zustande, dass man nicht genug Piloten hat. Ja, die Frage ist halt wirklich, ob so ein Pilotenmangel auch hausgemacht ist, weil viele ja ihre eigene Ausbildung aufgegeben haben. Und ist der Pilotenberuf überhaupt noch attraktiv, gerade für unsere Europa-Jockeys? Und ist das eventuell etwas, wo wir einen Streik erwarten können? Ich bin da mal sehr gespannt. Ja, man merkt halt, dass die Personalprobleme nicht kurzfristig sind, sondern strukturell, dass das System der Luftfahrt, weil es so auf Ersparnis getrimmt ist,
wirklich die Preise einmal hochzieht, weil man Mangel hat, aber auf der anderen Seite halt die Fluggesellschaften auch einen erhöhten Druck haben, gerade auch in Europa. Ja, glaubt ihr, dass auch 2026 der Streik bei der Swiss ein großes Thema wird im Konzern? Was immer ein großes Thema ist, ist die First Class. Und da ist Tim Clark von Emirates immer wieder bekannt dafür, dass er Sachen neu denkt. Und Emirates plant jetzt eine neue First Class mit privaten Badezimmern und will damit das Premium-Segment weiter dominieren und natürlich Maßstäbe setzen. Ja, Kapazität aktuell der Gesamtflotte ist bei 65%. Nach Krisenphase, Nachfrage bleibt hoch. Und Vorbild ist ganz klar The Residence. Wer die Residence schon geflogen ist, weiß ja, wie cool das ist. Mit dem eigenen Bett finde ich fast schon geiler. Aber Tim Clark hat natürlich recht, das Produkt muss immer weiterentwickelt werden. Und wichtig ist natürlich, dass das Premium-Segment durch das eigene Badezimmer aufgewertet wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du im Flugzeug das einbauen kannst. Also 380er, klar, da ist Platz. Aber lohnt sich sowas? Also ich finde ja die Badezimmer so schon relativ geil im 380er. Und stell dir mal vor, ihr hättet ein eigenes Badezimmer. Also finde ich ein bisschen, keine Ahnung. Ja, ist das halt sinnvoll? Ist das ein Marketing-Effekt? Und das ist so, was bei mir los ist. Denn Premium wird halt wirklich am Ende irgendwie gefühlt immer extremer. Und wenn man halt so sieht, was früher First Class war, das ist heute irgendwie so gefühlte Premium Economy. Also das heißt, wir werden immer weiter gehen. Und Entwicklung noch stärkere Polarisierung am Airline-Markt. Ja, braucht man wirklich ein Badezimmer im Flugzeug in der First Class, also so als Standard? Also ein Badezimmer schon, aber ein eigenes. Ihr könnt die Frage ja beantworten. Beim letzten Thema ist es so, American Airlines hat Powerbank-Regelungen, die sie einführen werden ab dem 1. Mai. Und zwar werden sie verschärft an Bord aus Sicherheitsgründen. Man darf als Passagier nur 2 Powerbanks mitnehmen, maximal 100 Watt pro Gerät. Sie müssen sichtbar sein und griffbereit. Laden im Flug ist verboten. Hintergrund sind 97 Batterievorfälle alleine in 2025. Lufthansa verbietet die Nutzung komplett. Singapur ebenfalls streng bei der ganzen Geschichte. Emirates erlaubt nur eine Powerbank. Und klar sind das die steigenden Sicherheitsanforderungen. Es macht auch Sinn, was da ist. Und die Frage ist halt, wann werden Powerbanks wirklich komplett verboten? Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, so eine Powerbank, ich nehme sie schon gar nicht mehr mit. Ups, da trete ich auch gegen die Kamera. Ich nehme die schon gar nicht mehr mit, weil ich feststelle, ich nutze die gar nicht, weil die Batterien mittlerweile so gut geworden sind. Ja, nervt euch das oder findet ihr das sinnvoll? Ich kann aus meiner Sicht nur sagen, dass die Sicherheitsrisiken sichtbar steigen, gerade aus den Billigprodukten aus China. Und die Entwicklung ist halt, dass mehr Einschränkungen halt wahrscheinlich sind. Nochmal zur Wiederholung, nervt euch das oder findet ihr das sinnvoll? Als Gesamtfazit für die heutige Sendung kann man natürlich sagen, dass die Energiepreise ein größerer externer Risikofaktor sind, als wir dachten. Auch Personalmangel wird immer weiter ein Problem in der Luftfahrt sein und das wird sich auch noch multiplizieren. Und gerade der Premium-Sektor wird immer weiter entfernt sein vom Mainstream. Heißt also, irgendwie wird da gefühlt da ein Schritt immer mehr gemacht und mehr gemacht. Und ich finde es fast nicht nötig. Aber gut, ihr könnt ja was dazu schreiben. Auch wichtig ist, dass die Sicherheit strenger reguliert wird. Und die Entwicklung im Markt ist ja auch ganz klar. Es werden immer weniger Fluggesellschaften werden, die am Himmel sind, höhere Preise, aber es wird halt immer mehr dieser Unterschied sein zwischen Ultra Low Cost und Ultra Luxury. Also auf der einen Ende, ich nenne es jetzt mal Frontier und Spirit, auf der anderen Ende Emirates First Class, um euch noch was zu sagen. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch die Fragen des Tages zu beantworten. Und einmal natürlich die Frage, braucht man ein Badezimmer im Flugzeug? Das ist einfach für mich heute das Thema. Und die andere Frage ist, müssen wir mit Streiks bei der Swiss International Airlines rechnen? Viel Spaß mit dem Abspann. Ciao.